Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um die Nachrichten, die wir gerade bekommen haben. Leider nicht übersetzt, aber es geht im Endeffekt darum, dass wir einen zweiten Behemoth bekommen, und zwar kostenlos. Hört sich nach tollen Neuigkeiten an, aber in diesem Video werde ich euch erklären, dass das strategisch ganz viele Auswirkungen haben wird und natürlich sowohl für Mitspender als auch für super starke Spieler ein riesiger Vorteil ist, wenn man zwei von diesen Ungeheuern hat, aber auch, dass das strategisch natürlich für schwächere Spieler eine große Bedeutung hat. Und es bedeutet natürlich, dass ihr eure Strategie in Events massiv anpassen müsst, denn zum Beispiel bei Reservoir Raid kann jetzt ein super starker Spieler mal ebenso zwei Gebäude problemlos halten. Und natürlich wird es auch zu diesen Situationen kommen können, wo ein Spieler einen anderen Spieler in Reservoir Raid mal ebenso truppenlos macht, weil er jetzt zwei super starke Märsche hat. Aber bedeutet auch, wenn man smart spielt, kann es natürlich dazu führen, dass der Gegner genau dort statt dem zweiten Marsch draußen mit dem Behemoth diesen im Gebäude bzw. in der Basis lässt. Das hat Auswirkungen auf State vs. State, auf die Hauptstadtschlacht, auf Bunkerkämpfe hat es auch Auswirkungen, beziehungsweise auf die Festungskämpfe und natürlich mit Break the Limit, Limitless Hero Generation 13 als auch den kommenden Generation 14. Damit gibt es zwei unfassbar starke Märsche dann demnächst, wobei Generation 14 ist nochmal ein bisschen anders, die stelle ich in einem anderen Video vor. Aber nochmal, wir haben jetzt zwei von diesen und der große Vorteil auf der einen Seite ist, ihr bekommt eine Kopie von eurem ersten. Ihr müsst dafür nicht weiter leveln, nicht zusätzlich Geld ausgeben. Allerdings, strategisch hat es auch Auswirkungen darauf, dass Ghost Rallies auf den Gegner plötzlich wieder ein Thema werden. Denn es wird dann eben auch dazu kommen, dass, wenn ihr zum Beispiel bei Start gegen Start seid, dass plötzlich der Gegner, wo ihr vorher problemlos wusstet, der hat seinen Hauptmarsch draußen und ihr wollt voll drauf gehen, der hat plötzlich seinen zweiten Behemoth doch zu Hause. Dann lauft ihr natürlich Gefahr, dass das nicht mehr so ist. Bei der Verstärkung ist das mega gut, weil im Endeffekt ein Spieler kann jetzt zwei starke Märsche als Unterstützung in zwei verschiedene Basen schicken, die ihr vielleicht gerade nullen wollt, oder für euch der Vorteil, euer stärkster Spieler packt euch eben in zwei verschiedenen Siedlungen die Verstärkung rein. Es hat massive Auswirkungen auch auf Path of Water, denn in beiden sind jetzt die Behemoths drin, was nicht so super geil ist, denn ihr habt es gesehen, es gab diverse Kämpfe, wo ihr gar keinen Schaden machen könnt, weil ihr das Schild nicht überbrücken könnt. Bei Festungen hat das auch noch die Auswirkung, denn plötzlich kann ein super starker Spieler zwei Festungen zur gleichen Zeit mit zwei unfassbar starken Märschen besetzen und ihr könnt nicht mehr strategisch dem entgegensetzen, dass ihr euch aufteilt mit einer anderen Allianz zum Beispiel und die unter Druck setzt. Ich hoffe, ich kann euch damit einen guten Eindruck geben, denn ihr bekommt eine Kopie und die levelt gleichzeitig mit, wenn ihr euren ersten Behemoth levelt. Das ist eigentlich ganz cool.